Schönen guten Tag, ich bin Klaus-Peter Lumper aus dem Restaurant Barreis und wir werden für Sie als nächstes ein Lamm zubereiten. Das Lamm ist eine Spezialität hier von der Schwäbischen Alb. Das wird geschlachtet und hängt dann 4 Wochen bei uns ab, hier im Kühlraum, damit die Haut ganz trocken wird und dass es nachher schön knusprig zu braten ist. Es ist dann so, dass dieses Fett sehr aromatisch und sehr fluffig ist. Also es ist nicht, schmeckt nicht so arg nach Lamm, sondern es schmeckt einfach sehr nach Kräutern, nach Gras und alles, was man sich so vorstellen kann, so wie ein Lamm sein muss. Das Lamm kommt von der Schwäbischen Alb. Das ist meine Heimat. Das ist ungefähr 100 Kilometer für hier und es ist in einem Biosphärenreservat, wo diese Lämmer gehalten werden. Das ist Marius, er wird jetzt mal für uns das Lamm zubereiten. Er wird jetzt gleich starten mit dem Lammrücken. Der wird mit Salz, Pfeffer gewürzt und wird dann scharf in der Pfanne angebraten. Dazu brauchen wir später noch eine Lammleber, Lammbries und Lammzunge. Das werden wir jetzt alles Step by Step vorbereiten. Setzt es jetzt bitte an. Er dreht jetzt hier. Der Kopf auf der Fleischsäule angebraten. Jetzt kommt es auf die Hautseite, wird angebraten und kommt hier bei 160 Grad in den Ofen. Das ist so fast nur auf der Haut gebraten und kommt dann später noch kurz unter den Grill, dass es ein bisschen Oberhitze hat, bis es fertig ist. So, du kannst jetzt direkt Ja. das immer konservieren. Beide sind schon eine Butter getragen, das heißt separate Sachen. Die Pfeffermühle, die Dinge grob, hast du gesehen? Ja? So, die Leber wird auch in der Butter angebraten und wird dann auch erst später gewürzt mit Salzpfeffer. Auch hier brauchen wir ein bisschen Aromate. Ich weiß nicht, ob wir was auch lecker wäre, wer das ein bisschen wild gewürzt hat. Guck mal jetzt bitte. Bitte Farbe geben. Ist das Öl heiß für die Falafel? Ja.
So, das Bild brauchen wir ein bisschen. So, stellen wir es dahin. So, wir können mit der Falafel. Für den Sechser habt ihr hier drin aufgeschrieben, was die kriege? Hier haben wir konfierten Knoblauch. Der wird einfach im Ofen geschmort. So, hier haben wir Artischockenpüree. Schwarzer Knoblauch, also fermentierter schwarzer Knoblauch. Hier haben wir Aioli. Und hier noch ein bisschen Petersilien. So, jetzt garnieren wir mit ein bisschen Basilikum. So, Langschür. Hier haben wir so mediterranes Salz und das machen wir noch ein bisschen oben drauf und dann ist es gut. So, das ist der erste Teller. Lammrücken mit Pfeffs, Tomaten und Artischocken bzw. Tomaten. Ein Krautsalat.
So. Das ist die Falafel. Und da spritze ich mir Hummus. Hier haben wir noch ein bisschen Balsamico, gell? Und hier haben wir einen geschmorten Lammbauch, ein bisschen orientalisch abgeschmeckt, mit ein bisschen Garam Masala. Zweiter Teller. Falafel mit geschmortem Lammbauch und Hummus. Den Teller würde ich das Foto nochmal umrichten. Welchen? Den gleich machen. So, Petersilienpüree, Lammschön. Jetzt kommt die Lamine rein. Das, was wir vorher gebraten haben. Das Bries. Lammleber. Gepickelte Wälzwiebeln. Dann haben wir die Lammzunge. So. Jetzt kommt ein bisschen Aioli. So, ein bisschen Zitronen, Thymian, Eisgel. Wird ein bisschen ausgarniert.
So, fertig stellen wir es ein bisschen mit eine weiße Pfeffersoße. So, das ist der dritte Teil. Ries, Leber und Zunge vom Lamm mit Petersilienpüree und weißer Pfeffersoße. So, das ist das Lamm vom Restaurant Barreis. Hier auf dem Hauptteller haben wir gebratenen Lammrücken mit Pilz, Artischocken, kleinen Tomaten, konfierten Knoblauch und einer Lammschill. Auf dem zweiten Teller haben wir einen geschmorten Lammbauch, orientalisch, mit ein bisschen Garam Masala abgeschmeckt. Haben wir einen Krautsalat, Falafel gebacken und ein bisschen Hummus. Und hier auf dem dritten Teller haben wir die Innereien auf einem Petersilienpüree, etwas Pilz, etwas Zunge, etwas Leber mit einer weißen Pfeffersoße.